In dem Projekt haben wir vom Zentrum für Lehrerbildung hier im KIT zusammengearbeitet mit dem Institut für Bildungswissenschaften an der Uni Basel. Das ZLB hier bei uns ist die zentrale Einrichtung für gymnasiale Lehramtsstudierende. Zielgruppe des Seminars sind bei uns am KIT vor allem die Lehramtsstudierenden, die das Seminar im Zuge der Bildungswissenschaften absolvieren. Es sind aber natürlich auch andere Fachrichtungen willkommen, da keine Vorkenntnisse notwendig sind. Und an der Uni Basel sind es die Masterstudierenden des Studiengangs Educational Science. Das sind Studierende, die oftmals schon Praxiserfahrung mit ins Seminar einbringen. Das Thema des Seminars sind die Bildungssysteme in unserem hier regionalen Dreiländereck zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Wir wollten Studierende dazu anregen, in verschiedenen Formen miteinander zu arbeiten, und zwar über die Grenzen hinweg. Das Seminar war so aufgebaut, dass wir an den beiden Universitäten, also in Basel und hier am KIT, Online-Vorbereitungssitzungen hatten, teilweise auch in Präsenz. Und dann gab es 2 Exkursionen. Einmal sind die Karlsruher nach Basel gefahren und dann die Basler zu uns. Da Karlsruhe ja Partneruniversität im EUCO-Netzwerk ist, hat es sich ja angeboten, mal zu überlegen, ob es eine Kooperation mit den Partnerstädten geben könnte. Ja, und nach ersten Kontaktaufnahmen durch das EUCO-Netzwerk haben wir dann erste Gespräche geführt und waren uns dann ziemlich schnell einig, dass wir das gemeinsam machen möchten. Wir haben vor allem Unterstützung von den EUCO-Teams an den beiden Universitäten erfahren, bei finanziellen Fragen, und darüber hinaus gab es bei der Konzeption des Seminars auch Unterstützung vom Zentrum für mediales Lernen, wie man so ein grenzüberschreitendes Seminar dahingehend gestalten kann, dass es eben auch gewinnbringend ist. Die gemeinsamen Tage in Basel und in Karlsruhe waren sehr informativ und haben riesen Spaß gemacht. Diese Kombination aus Blogseminaren und einer Exkursion war sehr attraktiv, weil das wirklich auch die einzige Lehrveranstaltung während meinem Lehramtsstudium war, wo man eine Städtereise machen konnte. Und auch der Kontakt mit Studierenden aus einer anderen Universität, aus einem anderen Land, war auch sehr gewinnbringend, weil ganz unterschiedliche Fragen aufkamen und man sich aus verschiedenen Perspektiven mit dem deutschen Bildungssystem nochmal auseinandergesetzt hat. Die wichtigste Erkenntnis erscheint mir die Tatsache, dass wir vom Wissen über Bildungssysteme und damit auch voneinander lernen können. Es gab bei den Posterpräsentationen immer wieder Momente, wo sich dann die Studierenden untereinander ausgetauscht haben über die verschiedenen Bildungssysteme und dann auch reflektiert haben, inwiefern sie von diesem Wissen, das sie gewonnen haben, über andere Bildungssysteme dann auch zum Beispiel das eigene Bildungssystem, das sie gut kennen, optimieren könnten. Wir haben festgestellt, dass die Ausbildung von gymnasialen Lehrkräften, von angehenden gymnasialen Lehrkräften eigentlich ähnlich strukturiert ist. Ja, dann das Thema in Deutschland, Bildung ist Ländersache. Auch das spiegelt sich so ein bisschen in der Schweiz wieder mit dem sogenannten Kantönli-Geist, habe ich gelernt. Also dass es sehr unterschiedlich sein kann zwischen den Kantonen. Und auch die übergreifenden Themen, über die wir uns in beiden Ländern unterhalten, die ähneln sich. Also von Heterogenität, Diversity über den allgegenwärtigen Lehrpersonenmangel. Dank des Seminars konnte ich einfach den Kontakt zur Uni Basel herstellen. Ich habe im Anschluss zum Seminar ein Auslandssemester in Basel absolviert. Das war auch überhaupt kein Problem, weil ich mit dem EUCO-Programm meine ECTS einfach am KIT anrechnen lassen konnte. Ich habe dann noch meine Masterarbeit an der Universität Basel am Institut für Bildungswissenschaften geschrieben, was für mich natürlich super war, weil ich dadurch entdeckt habe, dass ich weiter in dem Bereich machen möchte, gerne weiter in der Forschung bleiben will. Also das Seminar hat für mich eine ganze Reihe an positiven Effekten mit sich gebracht und ich kann es jedem nur weiterempfehlen. Für die Studierenden fand ich es eine tolle Möglichkeit, eine neue Form der Lehrveranstaltung auszuprobieren und anzubieten, nämlich die Exkursion. Und mit EUCO hatten wir die Möglichkeit, das eben auch niederschwellig und mit finanzieller Unterstützung machen zu können. Ich empfinde das selbst als eine große Bereicherung im Lehrangebot, sowohl hier bei uns an der Uni Basel, am IBW, wie auch für das KIT. Da ich selber EUCO-Studierende war, fand ich es halt total spannend, das Ganze jetzt auch für unsere Lehramtsstudierenden zu initiieren. Schön ist halt auch, dass man viel Austausch hat, auch viel über das Lehramtsstudium am KIT redet und hier natürlich auch versuchen kann, das Lehramtsstudium attraktiver und besser zu machen. Diese unterschiedlichen Perspektiven und unterschiedlichen Stadien könnte man es vielleicht nennen, ob jetzt schon Praxiserfahrung oder nicht. Und das hat
hat es für mich eigentlich ausgemacht, weil man ins Gespräch gekommen ist, auch über Kultur und über die verschiedenen Länder, nicht nur über die Bildungssysteme. Und ja, das fand ich super gewinnbringend. Ich habe selber ganz viel gelernt. Der internationale Austausch hat es uns dann auch ermöglicht, sowohl auf fachlicher Ebene wie auch auf persönlicher Ebene Brücken zu schlagen. Und das ist meines Erachtens eben das übergeordnete Ziel von solchen EUCOR-Veranstaltungen, dass wir gemeinsam international Brücken schlagen können.